Mein Gott, ich dachte, ich hätte schon alles in meinem Leben gefilmt, aber das hier zieht mir echt die Schuhe aus. Und es kommt tatsächlich aus Franken von einem ganz tollen Mann, der normalerweise zuständig ist im Messebau. Petri, er hat sogar sein Werbeshirt angezogen. Warte, ich zeig's mal gerade. Ja, Schleichwerbung. Er arbeitet für Puma. Und ich zeig's mal gerade hier vorne. Das ist ja ein Franken-Puma, oder? Ja, Herzogenaurach. Ist das gut? Nicht weit weg. Ist super. Ist einmal der beste Sportartikelhersteller. Warte, ich zeig's mal gerade auch die Frau, die hat Puma an, mit allem drum und dran. Das ist wirklich hier aus Franken, oder? Ja, super, ja klar, logisch. Genau, stell dich mal kurz vor. Ich bin die Isabel, Ja. und Daniel seine Frau. Das ist so. Und du bist der Daniel, Also der Mann von der Isabel. Ja, der Mann. Netter Vater. Ich habe eben ein Späßchen gemacht, ich habe sie angeguckt, weil sie sieht echt noch jung aus, oder? Ja, jetzt komm mal du daher. Ja, so. Ja, muss ich dir recht geben. Ja. Was muss ich jetzt ja sagen? Du hast was ganz Tolles gebaut, Emma NTGL, eine richtig große Kabine vorne. Das heißt, vorne können wie viele Leute mitfahren? 3 Sitzplätze, 1 Schlafplatz. 3 Sitzplätze, 1 Schlafplatz. So, und ihr habt ihr seid der Star hier auf dem Morelo Campingplatz. Die Leute kommen hier, die stehen schon Schlange wie hier unten im Park Geiselwind, nehme ich an. Ja. Ziehen sich Tickets, um da reinkommen zu dürfen. So ungefähr. Ja. Hatten heute ein paar Besucher schon da. Ihr habt eine große Veranda, also ist wirklich toll. Man kann die ruckzuck auch wieder einfahren, die wird hochgeklappt. Ja, die wird hochgefahren elektrisch. Komm, wir gehen mal gerade drum rum. Das ist richtig toll. Ihr habt schon probiert, jetzt so im Kleinwenig campen und so? Ja, schon lange. Und? Ist einwandfrei. Einwandfrei. Wie gedacht. Da ist eine Heizung drin. Was ist da drin? Ja, Alte? Truma CB6. Eine Truma, eine 6. So, gehen wir kurz drum rum. Was war das mal vorher? Oder hast du das Ding selber gebaut, den Aufbau? Das war vorher ein ganz normaler Koffer-EKW. Da ist der Koffer entsorgt worden, also der ist abgenommen. Ja. Dann ist das ganze Fahrgestell sandgestrahlt lackiert und ein neuer Koffer draufgesetzt. Und zwar ist das eigentlich ein Kühlkoffer, der 35er Isolierung hat. Ja, und dann ist es losgegangen. Und das hier ist die Haupttür, das heißt, wenn das Ding oben ist, muss der irgendwie reinkommen. Genau, das ist die Tür, wenn die Terrasse jetzt nicht offen ist. Gut, das heißt aber, deine Frau kocht gut? Also das haben wir uns als Ziel genommen, wenn wir mal durchpassen, müssen wir es verkaufen. Siehst du, du bist ziemlich schlau. Du wusstest direkt, worauf ich hinaus wollte. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Aber die Größe, das ist alles einfach aus Platzgründen. Wir haben immer geschaut, wo sind die Prioritäten, die wir jetzt haben wollen. Es ist wunderschön. Also es ist wirklich eine ganz tolle Idee. Dadurch, dass ihr natürlich jetzt eine recht hohe Aufbauhöhe habt. Ja. Das ist ein Gastank? Das ist ein Gastank, ja. 120 Liter. 120 Liter. Habe ich auch im Einsatz. Es gibt nichts Besseres, oder? Für die Variante, wie wir es jetzt gebaut haben, ist es definitiv das Beste, ja. Also, schauen wir mal, was die Erfahrung sagt, aber ich denke ja. So, der war neu, der Aufbau, hier der LKW? Der LKW, ja, der ist jetzt schon, der ist knappe 10 Jahre, den hatten wir im Bestand. Habt ihr im Bestand gehabt. So, du machst was ganz genau im normalen Leben? Im normalen Leben machen wir klassische Veranstaltungstechnik eigentlich, Ja. aber nicht was Konzerte betrifft, sondern Industrie. Ja. Pharmaziekonzerne, Sportartikelhersteller. Zum Beispiel eine Jahreshauptversammlung. Das macht ihr, oder? Ja, Jahreshauptversammlungen, Bilanzpressekonferenzen, große Ärztetagungen. Ja, solche Geschichten. Ja, ich sehe schon, du hast ein Sammelsurium an Mautboxen. Ja. Es gibt mittlerweile von Aral, weiß nicht, ob du das weißt, es gibt eine Mautbox für ganz Europa. Ja, das weiß ich, aber ich habe sie noch nicht probiert. Ja, ich krieg sie jetzt nächste Kommt Woche. noch. Ja, geht für Firmen. Aber dann kannst du mir mal sagen, ob das funktioniert. Ich befürchte ja, denn die haben nämlich gesagt, dass sie dafür haften. Wenn ich da mal reingucken darf ins Führerhaus? Ist das nicht aufgeräumt? Das macht nichts. Wir sind in Franken, da ist es nicht so schlimm. Da trinke ich vorher ein Bier und dann sieht es schön aus. Dann macht es, dann schauen wir rein. Ist so Franken, erklär mal den Leuten, es gibt unglaublich viel Bier hier. Ja. Das heißt, es gibt überall eine Brauerei, oder? Ja, fast. Also in der Fränkischen Schweiz gibt es ja einen Bierweg, wo man schön laufen kann. Und dann ist man danach gescheit besoffen, wie man bei uns sagt. So, ihr fahrt mit 3 Leuten, ihr habt ein Kind? Ja, Sehr schön. Das sitzt in der Mitte dann. das ist in der Mitte, auf einer Thron, sagt er immer. Ist das krass, oder? Das heißt, er hat wirklich einen Thron, oder? Ja, ja. Und drunter ist der Motor? Unten ist der Motor, ja. 6-Zylinder Diesel. Ob man es gut sehen kann, weil es ist sehr hell im Moment hier. Ah, es geht. Und da ist ein Schlafplatz. Das ist ein Schlafplatz, ja. Das ist der Originalschlafplatz. Das ist der Originalschlafplatz. Wenn wir Stress haben, muss ich ausziehen. Gut. Aber ich habe eine Standheizung drin, vorne im Führerhaus, also alles gut.
Eine Standheizung. So, das ist aber noch nicht das Allentscheidende. Es ist wirklich dieser Aufbau. Wenn ich dich mal gerade fragen darf, ob das schön ist. Der ist super, das ist ganz klasse geworden. Bin total begeistert. Das ist was ganz anderes, oder? Ja, sowas gibt es nirgendwo. So, im Prinzip so weiße Ware nennen die Leute das ja mal gern so abfällig. War so die Morelos, ja immer das Gleiche. Aber hier Veranda mit allem drum und dran, schon sehr zweckmäßig. Ich will unbedingt mal reingehen, aber die Veranda allein, wenn du mal kurz mitkommst, die hast du schön gebaut. Schiffsboden oben drauf, ja, das sieht aus wie eine Yacht, oder? Ist der Plan, ja. Ist der Plan. Die Franken, ich sag mal, die sind so Understatement. Ja, haben wir uns mal was Ja, überlegt. das ist ganz einfach. Ich habe irgendwas gesucht, was flexibel und haltbar ist und leicht zu säubern. Und da ich auch ein Boot habe, war das ziemlich nah, das zu nutzen, weil ich einfach das kenne seit Jahren. Nochmal, das ist ein Belag, oder? Das ist eine Belage. Mit Das Draufangst, das ist Schaum. Ja? Aber das ist ein Belag. Und der ist richtig Das sieht weich. aus wie Holz. Nein, das ist Holz. Sag mal, dein Mann, der ist ja der Hammer. Ja, Okay, das ist der Grund wahrscheinlich, warum ihr zusammen seid, oder? natürlich. So, ihr Frau ist seid, berechnet. genau, ihr seid aus welchem Ort kommt ihr? Aus Markleugast. Gott, das liegt bei? Kulmbach. Kulmbach. Bei Kulmbach. So, meine Frau kommt aus Lichtenfels. Naja, ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg. So, das ist so die Franken, die... So, die Treppe hast du selber gebaut? Die ist selber gebaut, ja. Ich nehme an, ihr habt eine eigene Werkstatt dort, Stahlwerkstatt, oder wie macht ihr das? Der das ausgebaut hat das ja. Das ist ein Bekannter von mir. Mit dem arbeite ich schon lange zusammen. So, jetzt habt ihr überall Klappen, da darf ich aber nicht reingucken, aber ich darf von außen mal kurz gucken, wenn du mal kurz, ich halt mal so hin, so ganz schräg. Ich will nur mal sehen, wie du das ungefähr gemacht hast. Das heißt, also hier die Klappe, die ist aus GFK? Das ist der normale Kofferaufbau. Das ist der Kofferaufbau. Das ist der Kofferaufbau mit Alurahmen außenrum. Okay, So ein Profil eingefasst. So, mach mal schnell zu, die Schuhe werden wir nicht filmen, war noch nicht drauf. Besser so. Dann, ich gehe mal kurz hoch, das ist sehr stabil, fühlt sich auch gut an. Das ist die Sauberlaufzone. Die Sauberlaufzone. Draußen werden immer die Schuhe ausgezogen. Kann die aussehen, Ja, das super. auch. Super. das ist gar kein Problem. Ich habe extra heute Morgen Desinfektionsmittel in die Schuhe gesprüht, dass es nicht riecht. Sag mal, ist das scharf? Guck mal hier, du hast den Überblick über alles, das hat hier niemand auf dem ganzen Platz. Ja, bis jetzt nicht. Das stimmt. Sind wir die Einzigen. So, das heißt, wir schauen auf die... Betonung auf bis jetzt. So, wir schauen auf die kleinen Männchen da runter. Gerade mal gucken. So, jetzt gehe ich mal kurz Schuhe aus. Die Frau hat schon direkt die Augen drauf gemacht. Nicht gucken, ich habe 2 verschiedene Paar Socken an, denn ich kaufe mir immer schwarze Socken, da brauche ich die nicht zusammenzufügen am Waschen. So, hier Schiebetür, Echtglas. Ja, Echtglas aus dem Schiffsbau. Ist der Hersteller, der für die Kreuzfahrtschiffe, also die Balkonkabinen, eben die Rahmen und Gläser baut. Zwecks der Verwindung vom Koffer sind wir jetzt- da ins Geschäft gekommen. So, jetzt wird das Ganze ja hochgeklappt. Das darf ja nicht runterkommen während der Fahrt. Wie wird das gesichert? Wird gesichert. Da ist hier drin noch eine externe Sicherung, Okay. dass es außer Last von den Motoren ist. Fliegengitter? Ja, klar. Echt? Ja, nee, logisch. So, ihr wart schon womit überall mit dem Aufbau? In der Schweiz. In der Schweiz. Über Silvester, weil in Deutschland war ja nichts. Der ist neu, jetzt relativ neu? November war die Fertigstellung. November. So, ich gehe jetzt mal rein. Ist das krass? Und das heißt, ein Kühlkoffer bedeutet optimale Isolierung, besser geht's nicht. Also es gibt jetzt nichts anderes bis jetzt in diesem Segment. Schlafen geht auch? Ja, klar. Also Gleich, warte. Ich befürchte, dass du etwas hast, was in Amerika sehr beliebt ist. ich nehme es an, ja. Aber ich habe auch noch was anderes. Gut. So, und da erstmal Flächenvorhänge drunter. Du kommst ja aus dem Bereich, das heißt auch Innendesign und so, da kennt ihr euch aus. Das hat ein Raumausstatter gemacht. Also das haben wir anfertigen lassen, genauso wie die Blessés dazu. Warte, zeig mal. Weil das einfach wichtig war, dass das isoliert ist. Das sind Doppelblessés. Und das ja von der Passform einfach, dass das stimmig ist. Jetzt Ich gehe mal irgendwas, gerade einen Schritt zurück, dass man das irgendwie mal... jetzt was da selber machen oder aus einer Baumarkt, das wäre jetzt schade. Boah, das ist eine Wohnung, oder? Ja. So, der Hersteller ist Duet. Duett, ja. Duett. So, jetzt hast du natürlich, wenn du sowas baust, Technik aus dem Haushalt eingebaut. Das ist Lichtsteuerung. Gut, das ist natürlich dein Fachgebiet. Das heißt, Das ist Lichtsteuerung, das ist alles LED über Touch und Dimmerfunktionen, also jetzt wie hier unten. Kann man stufenlos verstellen, dunkel, hell. Downlight ja. zum Dimmen. Und dann nochmal Ambientebeleuchtung
Hier oben, man sieht es tagsüber leider nicht so. Und Unten umlaufend. Und unten umlaufend. Auch alles zum Dimmen. Also schon Schiffsbau hier, oder? Ja. Das habe ich sehr viel aus einer Schiffsbau genommen, ja. Und man merkt richtig, also da ist jetzt professioneller Küchenbau dran gewesen. Ja, das ist alles wichtig, waren die Fronten für uns ohne Griffe. Das stammt eigentlich von diesem Schrank. Das war das erste Element, was wir gebaut haben und mir total wichtig. Jetzt fahre ich so lange mit Wohnmobil und was mich immer nervt, ist, du hast im Wohnmobil Schränke, aber eigentlich keinen Platz. Das stimmt. Ja, das ist genau der Punkt. Wo tust du Klamotten hin? Und das war so eine Nummer, ich habe gesagt, ich brauche einen Kleiderschrank, 2 auf 2 Meter, sonst habe ich einfach keinen Spaß. Das ist wie zu Hause, der ist quasi begehbar. Ja. Wenn man es aufmacht, ist es halt ein Kleiderschrank. Kind Gottes, ist das geil. Warte mal kurz, ich muss einmal ganz kurz langsam mal runterschwenken, dass die Leute mal sehen. Ich gehe mal gerade einen Schritt so. Ich habe schon super Weitwinkel drauf, aber der ist so groß, dass jetzt jede Frau Gefühle kriegt, weil sie sagt, hier habe ich wie zu Hause. Ja, genau, richtig. Warte, ich zeig mal gerade ein kleines Detail. Ja, das ist die Naschbox, dann passt man nur durch die Tür. So, Chips. Und hier oben, was ist da oben drin? Das sind halt die typischen Fächer mit den ganzen Ladegeräten. Okay, was du so brauchst für Handy und so. Also braucht fürs Handy und Rechner und das mal alles von dabei. So, ganz kurz mal, ich zeig's mal gerade. Hier vorne Das ist nochmal für Jacken, Jacken. also mit einer Kleiderstange. Hängend. Und da drunten ist die Heizung. Warte mal kurz, ganz langsam mal, damit den Leuten nicht schlecht wird. Ach, guck mal, das ist ein cooles Detail. Da kannst du die Jacken, so Sportjacken aufhängen. Genau, entweder ohne Bügel oder dann mit Bügel an der Stange. Das ist Das ist gut. auch, man kann auch hier noch eine Stange reinmachen, die habe ich jetzt mal raus, weil das von der Höhe wegen Passt. durch die Heizung nicht ganz so optimal ist, aber hat sich dann so ergeben. Also die Truma 6 ist leise genug hier für den Innenraum. Die ist eigentlich leise genug. Ja. Also das ist der Schrank. Warte, ich zeige dir mal komplett. Mach nochmal zu, bitte. Mach den mal zu. Das heißt, Pushlock ist da drin. Ja. So, man darf ja nicht hier sitzen hier drin während der Fahrt, gell? Nein. Okay. Nein, nein, es ist für 3 Personen zugelassen und mehr geht da nicht. Ich glaube, es ginge auch gar nicht. Man muss sogar eine Sprech- und Sichtverbindung haben nach vorne. Richtig. Also müssten wir jetzt einen Durchgang haben ins Fahrzeug fahren, den ich nicht habe, Ja. aus Platzgründen, weil mir das wichtig war, dass ich den Platz nutzen kann vom Koffer und nicht diesen Durchgang. Das ist ja so ein Streitthema. Viele, die vor allem Expeditionsmobile bauen, was ich dann verstehen kann, die sagen, ja, ich möchte einen Durchgang, dass ich bei Gefahrensituationen das Fahrzeug nicht verlassen muss. Oder warum auch immer. Gut, du fährst ja keine Expedition. Genau, ich fahre keine Expedition, ich habe kein Allradfahrgestell. Und diesen Meter, das ist halt in einem Wohnmobil, ist ein Meter ein Wahnsinnsplatz, ist eine Welt. Und den wollte ich für sowas einfach nicht verschenken. Und wir sind nur 3 Personen und Der Boden ist schön. Das ist wahrscheinlich Vinyl oder was ist das? das ist Alpasia, also der ganze Holzbau ist Alpasia-Holz, das ist ein sehr leichtes Holz. Und das kann man dann beschichten, das ist ein Schichtstoff, der drauf gekommen ist. Das Grundholz ist alles das gleiche. So, und das kann man dann machen mit zig verschiedenen Varianten. Also das ist alles das gleiche Holz, ob das der Schrank ist, der Boden, die Hochglanzklappen, das ist alles das gleiche. Es ist immer nur anders. Ist das sehr leicht? Ja, es ist sehr leicht. Toll. Wenn du mal kurz die mal aufmachst, die Klappe. So, und da hast du dann auch hier richtige Ja. Elemente drin, Beschläge aus dem Profibereich. Das ist im Endeffekt Küche wie zu Hause. So, und hier unten? Wie hier, das sind alles grifflose, also ist immer alles Pushlock. Das haben wir dann von dem Schrank. Warte mal kurz, ich zeige mal gerade die Einbauten, wie schön ihr die gemacht habt. Das ist handwerklich perfekt, Das ist alles angefertigt, ja. Auf die Größe, wie wir es ja wollten. So, dann ganz tiefes Spülbecken. Ja, Das ist Haushaltsware. das ist Haushaltsware, ja. Also auch der Abfluss, das sind die 40er HD-Rohre, die grauen, was verbaut sind, dass das halt richtig schnell abläuft und nicht so langsam vor sich hergluckert. Okay, was ist das für ein Fenster? Das ist Echtglas. Echtglas. Ja, das sind alles Echtglasfenster. Warte, ich zeig das mal gerade. Das sind. Gut, du musst erstmal hier hochkommen auf die Höhe. Ja. Aber das war mir wichtig von außen, weil ich diese Kunststofffenster mit dieser Ausbuchtung, wenn sie sich dann wellen, das wollte ich vermeiden und deswegen habe Du ich fährst an Bäumen vorbei, direkt kaputt. Ich habe das mal ausprobiert, obwohl die meisten sagen, mache es nicht, weil das einfach das Echtglas von der Kältebrücke ein wenig schlechter ist wie das Kunststoffglas. Ja. Aber jetzt haben wir ja dieses Jahr wirklich mal einen extremen Winter gehabt, wo man sagt, selbst bei uns in Nürnberg minus 15 Grad und es war kein Problem. Was ist das für ein Kochfeld? Das ist ein Ceran-Kochfeld. Strom? Ja.
ist Strom. Und Auch das- anders. Ich habe das- auch keinen Kühlschrank mit Gas. Das ist, Habe ich auch nicht mehr. den habe ich auch nicht mehr. Ist auch ein Kompressorkühlschrank. Ich habe auch einen Dometic 9. Ich habe das jetzt bewusst mal alles so geändert. Nicht diesen normalen, was heißt normaler Standard? Also ich habe auch keine Dachklimaanlage. Ich habe bewusst einmal Staukassenklimaanlage verbaut. Ja. Weil das sind immer so die Sachen, die Leute, ja, Dachklima muss sein und Gas muss sein. Und Ich habe jetzt eine Dachklima, die sehr leise ist. Also sie nimmt dir aber Platz oben weg, Licht. ja, Das ist einfach das habe ich so. alles nicht. Und du siehst von mir auch keine Lüftungsdüsen wahrscheinlich. Ja, und du hast was Geniales. Du hast dieses geniale Fenster, was du in 0, nix aufstellen kannst. Ich habe schon mal gefilmt. Ja. Das ist das beste Fenster der Welt. Wenn du es mal kurz zeigst, sei mal so lieb. Einmal aufmachen, das war's. Und du kommst auch dran, du hast hier einen das- riesen Griff. Genau, Bügel dran, Ist natürlich klar mit der Höhe im Fahrzeug muss man. Gasdruckfälle. Ja gut, aber es ist für deine Frau, da gibt es ein Hockerchen fertig. Ja, richtig. So, Aber das Raumgefühl ist halt gut. so, das ist ein Kompressorkühlschrank. Mach den mal auf, bitte. Nur mal kurz mal gucken, was ihr so drin habt, weil das filme ich überall. Ihr habt eine Wurst drin, zeig mir die mal. Ja, klar. Ist fränkisch? Keine Ahnung. Aus dem Rewe, oder? Ja. Gut. So, dann hier vorne die Streichzarte von Weinstefan. Man merkt so richtig, dass man in Bayern ist. Hier ist alles Weinstefan. Und was ganz Tolles, ihr habt Coke Zero. Ja. Du bist schon mein Freund. Die gleiche Ausstattung. Ich trinke nichts anderes. Der ist, Außer Bier. das ist ein 12 Volt. Das ist ja 12 und 230. Okay, das heißt, ein Kompressorkühlschrank, also für alle Leute, die es nicht wissen, der macht richtig kalt. Ja. Das ist der Vorteil. Also auch bei der Wärmeeinstrahlung, was man beim Gaskühlschrank das Problem hat, wenn er auf der Sonnenseite mit der Außenhaut steht, dass es der Gaskühlschrank unter Umständen wie letztes Jahr dann nicht mehr schafft. 5 warme Flaschen rein, ist Feierabend, dauert ab. Ja, also ich habe es auch gemerkt, ich nehme relativ viel Tiefkühlkost mit für meinen Sohn. Die wurde nicht richtig kalt, das geht hier. Also unsere Tiefkühlkost schaut anders aus. Die ist ganz einfach. Das ist ein guter Flaschenschnaps. Schön eiskalt. Sag mal gerade, das ist Goldbrand. Achso, der ist aber selbst gebrannt, oder? Ja, der ist aus einer Weinguten Mangold aus Neuses am Berg. Das sind gute Bekannte von uns. Warte mal, ich mache mal gerade ein bisschen Werbung. Weingut, man kann es nicht mehr gut sehen. Mangold. Mangold. Ja. Neuses am Berg. Neuses am Berg, da steht's. Ich zeige es mal gerade, 97337. Ja, richtig. Köhlerstraße Die haben 12. einen Wohnmobilstellplatz, apropos. Die haben einen Wohnmobilstellplatz. Ja, die haben einen Wohnmobilstellplatz. Ist der auf im Moment? Offiziell Vielleicht. nein, inoffiziell für Gewerbetreibende, ja. Okay. Ich bin ja Gewerbentreiber. ja. Das ist so. Man muss sagen, das ist wahrscheinlich ein Firmenwagen oder auch nicht. Oder du fährst auf Termine damit, gewerblich auch? Ja, mache ich. Es ist auch noch ein Firmenwagen, aber nicht lange. Genau. Bei mir habe ich so eine App laufen, da kann ich die Privatkilometer eintragen. Ja, das mache ich jetzt noch genauso, aber auf Dauer weiß ich nicht, weil jetzt haben wir das Thema Finanzamt und die sind so mit, Nee, ach, das ist gar kein Problem. mit die Wohnmobile ja nicht so glücklich. Gut, ich drehe ja Wohnmobile. Also Ja, bei dir ist was anderes, aber jetzt so bei mir sagen sie, ja, du kannst ja Hotel nehmen. Sag ich, ja, das ist in Ordnung, aber ich möchte es halt nicht. Ja, und dann gibt es immer, ja, Privatnutzung und das ist ein wenig schwierig. Das ist ein heikles Thema. gut, da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Was auch schön ist, wenn du noch mal kurz aufmachst hier, das sieht aus wie 3 Schubladen. Ist aber nicht. Nein, hier vorne. Na, das ist nur Das ist so, das Design ist weitergeführt. Design von diesen Schubkästen. Okay. Ja, das ist so ein Apothekerauszug. Zeig mal gerade. Der ist handgefertigt. Ja, ist alles angefertigt. Komplett. Ich film's mal gerade von der anderen Seite. Du hast die Kapseln. Ja, das ist Nespresso-Kapsel. Ja, es geht mir darum, Leben wie zu Hause heißt aber auch, dass die Möbel wie zu Hause sein sollen. Du sollst dich ja nicht groß umgewöhnen. Das ist genau das Gleiche. Sowas könnte man auch zu Hause haben. Das ist richtig. Beim Wohnmobil ist halt das Gewicht immer Thema. Das Holz kenne ich. Ich war bei HTZ, haben wir gefilmt, also ein 4x4 Ausbauer. Wahrscheinlich geklebt, ungezapft. Geschraubt, gezapft, geklebt. Da klappert nichts. Na, ist da aber nichts, aber ich kann es dir nicht genau sagen, wie es gemacht hat. Also das, Ich bin überfragt. so Schwerlastauszüge sind drin. Ja. Lithium drin? Ja. Viel? Noch nicht. Also ich habe jetzt momentan nur 100 Ampere, was ja aber 200 sind. Also ist nicht einmal so schlecht. Aber ich werde noch eine dazustellen. Aber dann muss ich sagen, reicht es. Also ich komme jetzt 2 Tage. Dach Solar? Ja, 180 Watt. 180 Watt. Sehr schön. Also da hast du deine, das ist außergewöhnlich, die DeLonghi, die sieht man selten. Die ist gut? Die ist super, ja. Also die ist echt gut. Die ist wirklich gut.
So. Haben wir das so schönes anfertigen lassen, dass ich es auch nicht wegräumen muss, weil sonst nervt mich das. Echt? Ja klar, wenn du da das Zeug verräumen musst, wieder herstellen, wieder aufräumen, wieder herstellen, da habe ich keine Lust dazu. Das soll feststehen. Das steht fest. Und also die Maschine kann raus. Die kann man hier einfach rausheben. Ach, das ist eine Halterung. Ja, aber die Halterung ist eben fest. Das Und ist, die gibt's so nicht. Na, Genau, und wenn du die mal kurz rausnimmst, will die mal zeigen. Da hat also ein Schreiner hat die genau angepasst. Nur das Kabel, ich kann es nicht ganz rausziehen, weil das Kabel hindurch geht. Ja, klar. Die ist angepasst, ja. Toll. Also sieht aber aus, als wäre es dafür. Nein, die ist angepasst. Ist angepasst. So, bitte nicht nachfragen, ob man das kaufen kann. Man kann es nicht. Da kann man nicht, nein. Nee, kann man nicht. So, sehr schön. Ich sag's nur, weil dann kriege ich laufende Anfragen. So, was ist da nochmal drin darunter? Das sind Schubkasten mit allem. Gut. Da fehlt nur noch die Einteilung. Also es wird jetzt eben jetzt nächste Woche bin ich wieder beim Fahrzeugbau. Da machen wir noch die Schubkasteneinteilung. Das sind so Kleinigkeiten, die halt noch fehlen. Die müssen Ja, aber das ist ja so, du lebst das im Moment, du weißt anschließend, was du brauchst. Genau. Das ist gut gemacht. Pushlock auch. Das ist alles. Sag mal, das hält während der Fahrt? Ja, Das kommt nicht raus? Das hält während der Fahrt durch. Warte mal, wo sieht man es denn? Na, da sieht man es am besten. Das sind die Krallen. Ja, warte mal Und kurz. wenn du- Zeig mal gerade. Wenn du diese Gegenstücke nicht dran machst, Ja. die eigentlich für was anderes sind, Ja. dass praktisch ein Gegendruck nach außen ist, Ja. dann bleiben sie zu. Und wenn du die Gegenstücke hier wegmachst, dass die Tür von alleine sich randrücken kann, dann geht's auf. Krass. Das Dekor ist schön. Das ist, also gut, die Innenausstatterin, die hat den gut. Oh mein Gott, da ist ja ein fetter Fernseher. Ja, Ach, mit diesem Querding. ja, den kannst du jetzt drehen. Das sind die neuen Halterungen, die es gibt. Ja, die ist ja nur, wenn man sieht, weil der Fernseher ein fußlastig ist, Ja. so habe ich den kalt drin, ist das ein wenig krumm. Das ist nicht schlimm, Aber es nervt, oder? es nervt ein wenig. So, deswegen wenn hast du er einen Keil hängt, dran gemacht? Ist das gut. Das ist nur, wenn er hochkant hängt, dann habe ich so einen Keil drin, dass der einfach gerade hängt. Okay, verstanden. Das heißt auch dort wahrscheinlich Netflix-fähig und so weiter, Ja, ja. wie man das so hat. Router drin? Nein, Nee, gut. Das heißt, geht über Handy dann. das geht übers Handy. So, oben, da ist die Technik. Da ist die Technik drin. Zeig mal. Oh, klassisch. Megasat. Ja, das ist total klassisch. Mac Camping, was ist das denn? Noch Das nie ist, gehört? das ist der Wandler. Das ist der auf 230 Wandler von 12. So, und Also, dann- dass du die Kaffeemaschine auch mal betreiben kannst über die Netzbatterie. Oder zum Beispiel die Terrassenmotoren laufen hier drüber. So, staut. Die Tür ist in Wirklichkeit viel größer, muss ich sagen. Von außen sieht sie ein bisschen kleiner aus, Ja, gut, sie ist jetzt nicht so groß, aber passt. aber es geht. Also. Sag mal, rein und rauskommen, wie geht das denn? Du hast ja keine Automatiktreppe. Nö, du kannst ja auch nicht durchs Vierhaus. Du musst ja außen, du musst immer von außen rein. Das heißt, Wenn du draußen bist, hast du auch den... die Leiter außen ran, dann okay. kannst du rein. Gut, verstanden. Krass. Wenn du mal kurz aufmachst, will mal so ein Detail zeigen. Die Tür war schon drin? Nee, Nein, gar nichts. gar nichts. Ja, so geschlossener Koffer. So Bänder, Stahlbänder, die sagen schon, du kommst hier nicht rein. Ja. Ja, das heißt, wenn über die Fenster, oder? Wird schwierig, wenn über die Fenster, wenn er die Höhe schafft, ja. Ja, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also du bist, glaube ich, nicht das primäre Ziel von Räubern. Glaube ich nicht. Die gehen lieber in Fiat Ducato rein. Ja, es ist leichter. Aber das ist auch cool, wie schön ihr mit diesen Flächenvorhängen das verdeckt habt. Wenn die jetzt ein bisschen weiter unten sind, verschwinden die Fenster. Ja, also das ist ja immer wegen so ein Kompromiss, wie man es halt haben will. Die kannst du natürlich in der Höhe alle verstellen, um Gottes Willen. Ja, Aber die Fenster sind perfekt. Auch hinten im Fenster finde ich gut. die kannst du also hier stufenlos dann ziehen in der Höhe, wo du willst. Ich habe mir genau die gleichen jetzt mal einbauen lassen. Tolle Sache. Ja. Klappert nix. Ja, die sind echt gut. Und die Fenster sind vor allem klasse. Also der Rahmen ist Metall und nicht Kunststoff. Die Mechanik ist wirklich super genial, schön einfach, schön leicht. Das ist echt gut. Und Hersteller ist? Kabarest. Coverrest. Okay. So, die Couch, das ist Consumer? Oder ist sie auch Leichtbau? Na, die ist leider gibt es im Leichtbau nicht, also die ist richtig schwer. Ist das die Schlafcouch später? Das ist auch die Schlafcouch. Ja. Das gucken wir uns gleich mal an. Viel mehr interessiert mich natürlich, dass du nicht umbauen musst. Nein. Das heißt, du hast einen Tisch, den kann man auch verstellen, den kann man woanders stellen? Nein, Ist der fest? Nein, der ist nicht fest, aber der ist Nein, ich meine, wenn du wolltest, könntest du ihn woanders hinschieben. ja, das kann ich. Gut. Oder- Aber ich kann ihn nicht in der Höhe verstellen. Nee, das meinte ich nicht, sondern ist ja wichtig, wenn einer einsteigen möchte, zum Beispiel, der ist ein bisschen kräftiger oder so, der kommt auch rein. Ja, das geht. Also das ist kein Thema, wie man sieht. Genau, wenn du mal so lieb bist, geh mal rein. Ja. Wenn jemand Kopfhörer hat, kann er zum Beispiel hinten vorne ein anderes Fernsehprogramm gucken. Ja, hier ist der zweite Fernseher, etwas kleiner. Wenn man hier sitzt, oder wir haben ja hier noch was anderes verbaut. Oh, ich sehe es. Du Sack, das hast du mir nicht erzählt, jetzt sieh's. Ja, das ist ja jetzt nicht. Du hast es eingebaut. Natürlich. Erzähl mal.
Ja, wir haben ja eine Tochter. Die muss ja irgendwo schlafen. Aber ich hasse das, wenn man ein Bett sieht. Ich kann es einfach nicht leiden. Und weil ich das hasse, habe ich es halt anders gelöst. Nämlich so. Wie ist es, wie alt die Tochter? 10. 10. Ja. Tolles Alter. Ach, guck mal da! Ein Rollomotor. Ja, klar. Es kann so einfach sein manchmal, oder? Das kann so einfach sein, man muss sich nur Gedanken machen. Bettzeug kann liegen bleiben. Kann alles liegen bleiben. So oben Fenster drin. Natürlich. Hat sie auch zum Zuziehen was? Oder das kann man machen? Also ist sie jetzt hier nicht zum Zuziehen, könnte man machen. Ja, könnte man machen, wäre kein Also, Problem. wenn sie älter ist, hoffe ich, geht es dann nicht mehr mit. Hoffe ich. Hast du gehört? Wie, Ja, ist- wenn ich dich nochmal nach dem Vornamen fragen darf von deiner Tochter? Für die Tochter? Ja. Hanna. Die Hanna. Also Hanna, die hat schon drin geschlafen Ja, ja. und ist wie zu Hause. Die ist eigentlich immer dabei. Wie kommt ihr, gut, die Kids haben ja kein Problem da hochzukommen, aber gibt es eine Leiter? Es gibt keine Leiter. Sondern? Ah, das Hockerchen. Okay. Der Tisch wird zur Leiter. Einfach so. So, der ist doch stabil. Der ist stabil. Da könntest du aber auch drin schlafen. Also das heißt Das haben wir schon, also wir waren schon zu dritt drin. Also in dem Bett waren schon mindestens 280 Kilo. so, das heißt, das liegt auf irgendwo? Das liegt ringsrum auf. Gut. Also auch hier vorne, da ist ein Fuß noch eingebaut unten, den kann man noch rausklappen. Warte, ich zeig das mal gerade. Das heißt, also der kann raus. Der kann raus, Der stützt dann nochmal. Ja. Passt jetzt nicht wegen dem Tisch, aber Der wäre hier arretiert. das System habe ich verstanden. Genau, wenn du mal gerade den Tisch einen Ticken rüberziehst, dann machen wir es mal gerade. Mensch, du Tüftler, du. Guckst du? Und da ist der Fuß dazu. Das ist der Fuß. Ja, dann unten reingesteckt und dann sitzt es schön auf. Gott. Da sitzt es also komplett auf alle vier Ecken auf. Ja, kannst wieder reinfahren. Großes Kino, muss ich sagen. Und auf die Idee zu kommen mit den Rollradenmotoren, die ja richtig Power haben. Ja, die laufen auch über den Wandler, also das sind keine 12 Volt, sondern 230 und da ist das kein Problem, die haben eine Zuglast von 2 Tonnen. Die haben auch einen Schutz, wenn die Stromaufnahme zu viel ist, oder? Ja. Ja. Die haben so- Endabschalter, haben alles drin. Genau, wenn der Kopf noch dazwischen ist von der Tochter. Dann hält er an. Gut. Also schneidet die nicht ab. Sehr schön. Ja, ich denke, ich habe einen 8-jährigen Sohn, wenn... Papa, kannst du mir helfen? Sehr schön. Ja, das ist die Waschgelegenheit, Ja. auch sehr stylisch. Glaswaschbecken, ja. Ja, es muss ja sein, also wenn man es schon macht und dann muss man ja irgendwie ein bisschen was anderes machen. Guck mal da, die Uhr ist im Spiegel drin. Ja, die Hose im Spiegel drin. So, das war Licht aber auch. Zufall. Also das ist gar kein Highlight, das habe ich zufällig im Baumarkt gefunden, bin ich ganz ehrlich. Ich habe bei mir im Baumarkt so einen Spiegel, der hat einen USB-Ausgang, hat Heizung und Licht drin. So, War gar nicht teuer. Ich dir was. Ja. Wenn du eine Heizung und einen Spiegel hast, Schatz, gib mir mal mein Handy. Der hat seine Ideen noch mit dazu gebracht und ja, alles gut. Dein Handy? Schatz, gib mir mal dein Handy. Jetzt wird's kriminell. Und pass auf, sagt er. Ach je, Also, die Franken. ja, ne, das muss man ja machen. Wir müssen ja schauen, bis die Werbung von dieser App rum ist. Ja. Das ist, weißt du, ich muss ja sparen irgendwo. Dann nehmen wir jetzt Deutschlandradio Deutschlandradio? und verbinden das dann schön mit unseren stylischen Spiegel. Ja. Ach, ein Radiospiegel. Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes. So. Der Sound ist gar nicht schlecht. Du hast so automatisch Musik im Wohnmobil, ohne jetzt, dass du noch eine Box irgendwo jetzt lose hinstellen musst. Weil die geht immer. Hast du so am Bordnetz gekoppelt, da gar kein Akku leer, gar nichts. Und der Klang ist gut. Der Klang geht eigentlich, ja, muss ich echt sagen, war ich auch überrascht. Genau, machen wir schnell aus, sonst macht die GEMA mir das Video kaputt. Ja, okay. Leider, es ist ja so. Und dann unten drunter hast du Schubladen, darf man die zeigen? Ja, gut. Wie gesagt, noch keine Einteilung drin, schaut ein wenig aus. Ja, aber toll. Also viel Platz, sehr tief. Ja, da haben wir das. Handtücher. Genau. Boah, wie groß. Toll. Und da drüber noch? Das ist die Fest. Blende, weil du hast das Siphon. Okay, verstanden. Also das ist fest. Das hätten wir jetzt noch ausschneiden können, aber ich gesagt, also irgendwann ist mit Platz einmal gut. Langt das die Truma, das Volumen Ja. vom warmen Wasser? Ich habe noch nie auf Hot gehabt. Die läuft immer auf Eco. Und ich habe nicht wenig Durchlauf in der Dusche. Das glaube ich dir. So, da ist das Weinfach. Ja klar. Weinregal. So. Muss sein. Dann hier vorne richtige Haushaltssteckdosen rauf, runter. Was ist das für eine Funktion? Das war das Bett. Das Bett. Okay. Das war das Bett. Ja, ja. Und das ist praktisch die Beleuchtung. Beleuchtung.
So, jetzt kommt das Herzstück. Es geht ja nichts ohne ein Raumbad. Nee. Boah. Man merkt, dass du aus dem Messebau kommst. Das heißt, Lichttechnik, das ist ja klar, das ist bei dir. Die Handtücher schauen scheiße aus, aber da müsst ihr durch. So. Ja gut, meine Frau kommt aus Lichtenfels, deswegen kenne ich die Franken, die sind immer sehr deutlich. Ja, klar. Und, aber das ist auch alles Haushaltsware. Ja. Genau, wenn du mal kurz aufmachst, bitte die Dusche. Gerade haben wir auch so die Handtücher. Kannst du mal rein. Aber toll ist mit dem Halter oben. Das ist klasse. Ja. Also das ist im Endeffekt wahrscheinlich wie zu Hause. Gut, ich weiß nicht, was du zu Hause hast. Nö, ist auch nicht größer. Also das ist wie zu Hause. Die ist jetzt 1 Meter auf 80. Baudauer, wie lange hast du gebaut? Am Wohnmobil? Ja. Reingebaut? Nee, insgesamt, bis fertig war. 4 Monate und 1 Monat Planung. Also nehmen wir ein halbes Jahr. Weil ich bin ja nicht ganz fertig. Also müssen wir sagen, ein halbes Jahr. Eine Cinderella! Ja, die ist geil. Oh, eine Verbrennungstoilette. Das ist ja das Geilste der Welt. Die hält ewig. Ich hoffe es, ja. Also ewig heißt vom Volumen. Das stimmt. Also das ist richtig. Nach 80 Benutzungen circa zickt es mal rum. Aber dann machst du eine Aschebehälter auf und es ist einfach nichts drin. Zeig mal. Erklär mir das mal. Cinderella-System ist total super. Also ich find's echt klasse. Ja, ich wollte jetzt eine filmen im Tabat. Das sind die... Also da darf man sich nicht täuschen lassen, dass man jetzt denkt, ja, jetzt muss ich da jetzt mal einen Filter rein tun. Weil das ist Edelstahl. Also da kommt da nichts ran. Durch diese Filter. Die kommen dann hier rein. Ja. So, und das war's schon. Und dann da machst du 1 und 2 rein. Da machst du, was du willst. Keine Ahnung. Also, Groß, klein, egal. Egal. Ja. Und meine Bedenken waren das eine, dass das riecht, weil es nicht irgendwie in Wasser fällt. Ja. Und jetzt, ich sag das mal einfach so ausgedrückt, länger drauf sitzt. Es gibt gar kein Wasser. Ja, aber dann liegt es ja im Trocknen, dann müsste es ja noch mehr riechen, wenn du jetzt mal eine Viertelstunde da sitzt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja. Aber hörst du das? Nee. Ja, achso, es läuft schon vor. Da ist ein Lüfter drin. Ein Lüfter? Und der saugt unter dieser Klobrille. Also wenn du auf die Toilette gehst und hast wirklich einen schlechten Arm gehabt, ich drücke es einmal so aus, und drückst am nächsten Tag darauf, ist in diesem ganzen Raum kein Geruch. Keinerlei. Nichts. Es riecht niemand, dass du auf der Toilette warst. Und du kennst dich auch aus damit. Oder? Egal, was du gemacht hast. Das ist echt cool. Das ist richtig gut. So, jetzt erklär mal. Also da ist Cinderella? jetzt... Ja, Cinderella. Dann drückst du, dann geht unten die Klappe auf, der Filter fällt durch und dann geht es. Also da müssen wir uns gucken. Warte mal. Geht es daher? Ich muss mal gerade mal... Schau mal, guckst du da runter. Ja. Das ist die Verbrennungseinheit und das da ist der Restbehälter. Das bleibt übrig. Genau. Wenn du das mal kurz rausnimmst. Und das ist jetzt 2 Wochen. 2 Wochen. Ja, 2 Wochen Benutzung. Das ist Pipi und Kaka. Alles. Alles. Und das ist... Du riechst nichts. Du riechst gar nichts. Du riechst jetzt, das ist komplett verbrannt. Also das ist auch komplett keimfrei. Das kannst du jetzt einfach raus ins Gebüsch schütten. Macht nichts. Ja. Oder in die Erde. Kohlenstoff. Ist, ja. Und danach die Schüssel, das kannst du rausnehmen. Das ist hier so ein Einsatz. Ich muss aufpassen, ist so ein heiß. Ja. Das nimmst du raus, leerst es aus. Wenn ein bisschen was festgebaggelt ist, so wie da, Ja. du musst nichts schrubben. Heißes Wasser rein, halbe Stunde mal warten, ausschütten, ist die Schüssel komplett sauber. Die Cinderella. Also die ist echt gut, das bereue ich überhaupt nicht. Gasverbrauch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist auch egal. Ah, da hast du einen Gastank, richtig. Ja. Jetzt hast du mich erwischt, weil das sind so Sachen. Ja, aber das ist nicht wichtig. einfach mal nachgucken auf der Webseite vom Hersteller. Ja. Ist nicht ganz billig, oder? 5.500. 5.500. So, aber aus ökologischer Sicht, wenn du dann Erdgas hast, ja gut, Erdgas haben wir nicht, LPG haben wir ja. Das ist LPG, aber die ökologische Sicht ist eine, aber was einfach nervt, also geht mir so, ja. Die Chemie brauchst du, das ständige, ja muss ich jetzt noch entleeren, muss ich nicht entleeren, habe ich noch Wasser und, also das ist mir einfach so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, jetzt wenn ich es schon selber baue, Ja. dann wird es ja anders gemacht. Nicht der Standard, sondern dann möchte ich Sachen, Glasfenster, die Cinderella, die Dusche so groß, Stromkochfeld, also es waren alles so... Autark sein, fertig. Ja, so Sachen muss Ich habe bei mir jetzt auch überlegt, Kühlschrank habe ich direkt gesagt, hätte ich gern 12, 230, Ja. gibt es ja von Dometic. Ja. Dann habe ich gesagt, was war noch so,
Die Klimaanlage hätte ich gerne als Inverter, damit die nicht eben so klack, klack an und ausgeht. Gibt nichts Schlimmeres, halbe Wohnmobil wackelt. Laut wie verrückt, ist jetzt alles weg. Lithium habe ich mir fett reingemacht, also dass du leben kannst wie zu Hause. Genau. Das ist so der, Ja. keine Einschränkung. Ja. Das Gut, ist toll. das hast du jetzt vielleicht mit einer anderen Toilette, wenn du dich organisierst oder einen großen Abwassertank hast, auch nicht. Ja, aber dann klar, das ist. Sag mal, wenn jetzt hier 2 Leute hintereinander gehen, geht das? Ja. Geht. Ja. Das heißt, das fällt denn runter in den Brennraum, oder wie? Ja. Es fällt in einen Brennraum, Ja. startet ein Brennvorgang. Achso, du musst ihn manuell starten. Du drückst hier drauf, dann Ja. fällt es runter und dann startet es automatisch den Brennvorgang. Okay, das ist nicht so, wenn du zumachst. Wenn du dann sagst, also der Brennvorgang dauert circa eine Stunde. Wenn du dann meinst, du musst in dieser Stunde noch 5-mal auf die Toilette, kannst du das tun. Du machst einfach auf, dann hört der Brennvorgang auf. Dann kannst du dein Geschäft erledigen. Drückst ganz normal wie auf Spülen. Preis von diesen Filtern, was kosten die? 500 Stück, 80 Euro. 500 Stück, 80 Euro. Gut, das geht ja. So, das ist so. Ich zeige mal gerade hier rein. Da hast du eine Dekortapete oder was auch immer reingemacht. Das ist ein Digitaldruck. Das ist bedruckt, ja. Bedruckt. Das ist T-Bone, das ist das Trägermaterial. Fußballplatz Werbebanden. Ah, Das Makrolon. ist das Trägermaterial Ja. mit Alu und ist praktisch mit Digitaldruck nach Wunsch bedruckt. Alu-Dibond. So, das gute, unkaputtbare, Richtig. wo du sowas machen kannst. Das ist aber auch bei euch. Dann hier unten die Duschwanne Das ist ist alles anders. Das ist alles handgefertigt. Ob Stahl, die Duschwanne? Das ist Alu. Alu. Ja, ist auch Alu. Mit 2 Abläufen, oder? Mit einem mit Ablauf. einem. Das- Okay, der ist aber schräg. Der ist schräger, das funktioniert. Okay, die Bänder auch alles schön Klavierbänder hier. Ja, ja. Das ist Echtglas oder Plexiglas? Das ist Plexiglas. Plexiglas. Ja. Und hier oben der Handtuchhalter, das fixt mich total an. Das ist gut. Weil du immer suchst nach einem Platz, wo die Handtücher hinhängen kannst. Ja, und einfach hier jetzt an die Wand hängen, das ist ja nicht optimal. Man muss sich da echt nach zu Hause orientieren. Deine Größe? 1,87. 1,87. Wenn du mal gerade die Hand hochstreckst, sag mal, dass man mal sieht. Also wir haben über 2 Meter Höhe. Ja, ja, wir haben 2,25 Meter Höhe. Ist das normale Höhe beim Haus? Also bei einer Wohnung? Ich glaube, es ist ein wenig höher. Ich denke, normale Höhe Wohnungen sind 2,35 Aber oder du so. fühlst dich nicht eingeengt. Na, gar nicht. Das war total wichtig. Also auch von der Breite. Weil der Kühlschrank war zum Beispiel, weil ich den typischen Tower-Kühlschrank eigentlich habe, wo ich mich dann dagegen entschieden habe, weil wenn du dann hier sitzt, also das macht die Ansicht, wenn jetzt hier das zugebaut wäre, Das ist Unterbrechung. wäre das Raumgefühl nicht da. Und es war mir total wichtig, dass die Breite, dass es sich einfach eben nicht wie im typischen Wohnmobil anfühlt, wo man sagt, ich habe zwar eigentlich ein riesen Wohnmobil, aber trotzdem kein Schrank und kein Platz. Geh mal gerade hinten auf die Couch bitte und setz dich da mal bitte hin. Gut, das sind jetzt die Accessoires hier von dem Tisch nochmal, aber das ist egal. Ich will nur mal gerade das Raumgefühl zeigen, dass ich gehe mal gerade ganz zurück, dass ich das mal sehe. Länge von der Kabine? 6 Meter 75. 6,75. So, und das ist ganz krank. Das fühlt sich an, gar nicht nach Wohnmobil. Das ist aber jetzt ein Werbegag. Du willst einfach nur Werbung machen für, zeig mal gerade, für Petri. Mach mal gerade, dass man das lesen kann, bitte. Du kannst so Werbung machen. So, jetzt kann man Werbung machen für eine fränkische Firma. Wir bauen auch Wohnmobile, wenn es sein muss. Ihr baut auch Wohnmobile. Wie man sieht. Okay, hast du gut gemacht. Also, zusammenfassend. Schlafen, zeig mal. Ja, ich habe auch noch Bodenluken. Bodenluken, zeig mal. Ja, ich muss mir irgendwie verstecken, ist ja nicht schön sonst, oder? Nee, unterm Teppich. Liebe Diebe, da sind sie. Aber nicht aufgeräumt, also jetzt, ne? Okay, das heißt, du kommst an den Doppelboden ran. Ja, klar. Doppelboden heißt auch schön warm. Das Ja, heißt, beheizt, ja. beheizt. Das Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass der nicht kalt ist, oder? Ja, klar, sonst hast du kalte Füße. Also das merkst du sofort. Ein oder 2 Luken? Was hast du? 2. Zeig mal die andere. Da ist noch eine. Das mit den Bodenluken ist schon gut. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Aber wie gesagt, ist leider noch nicht ganz fertig, also bitte nicht. Nee, ist alles gut. ne. Also ich glaube, die Leute werden nicht feiern im Internet mit dem, was du gemacht hast. Unten die Sitzbank kann man auch umbauen zum Bett, theoretisch? Nee. Das Bett oben. Also ich brauche es einfach nicht. Nee, es würde gehen. Wenn du einen Tisch versenkbar machst, ja. Also angenommen, du hättest jetzt noch 2 kleine Kinder, Ja, die magst können du drunter einfach- krabbeln. Ja. Magst du einen Tisch versenkbar, dann kannst du dich mit runterlegen. Kein Problem. So, jetzt zeig mal das Bett. Hi, Ach, ich bin wieder da, ja. Hi. das ist total schön. Ja, super schön geworden, ne?
Sag mal, diese Innenraumdesignerin, die hat ja volle Arbeit geleistet. Das warst nicht du, oder? Naja. Nee, das haben wir eigentlich zusammen gemacht. Ja, Aber groß, oder? ja. Schön. Also am schönsten finde ich das hier. Komm mal mit. Das ist hier diese... Ja, zieh sie aus. Guck mal hier, diese Rückwand von der Küche. Das allein ist ja gar nicht so easy. Zu dem dunklen Holz, das Gold dann und das alles passt. Und guck mal, wie das schimmert hier. Das ist doch, da könnte ich den ganzen Sehr Tag die schön, ja. ganze Kamera draufhalten. Sehr schön, ja. Ist eben mal was anderes, Ja. was man sonst nicht so oft sieht. So, du brauchst hierfür jetzt einen LKW-Führerschein, langt der 7,5er? Nee, du hast einen Zweier. Also, es war der Plan. Der Plan war unbedingt sowas zu bauen auf 7,5. Würde auch gehen, muss ich sagen, wenn das Fahrgestell nicht dieses Fahrgestell wäre. Also vom Aufbau her ist es Achso, das wiegt schon zu viel. Das ist einfach durch die große Kabine aus, hat den Schlafplatz, der hat die Standheizung zusätzlich. Ich habe einen großen Motor, ich habe das Splitgetriebe für Hängerbetrieb. Das ist, also diese ganzen Komponenten haben so viel Grundgewicht, also das Fahrgestell wiegt ja schon 5,5 Tonnen. Ja. Die Länge insgesamt von einem Fahrzeug? 10 Meter. 10 Meter, also handlich. Ja. Ich fahre ja zurzeit 29. Also alles über 10 knapp Meter, 10. merke ich, kommst du nirgendwo mehr rein. Ja, wird schwierig. Das wird schwierig. Aber es geht aber, also wir haben noch einen Hänger dazu, wo Ach so. mit Auto drin, der ist, wie lange ist der? 7, 8? Sag mal, du weißt, dass es jetzt eine Fahrerkarte gibt für private Zwecke, hast du davon gehört? Habe ich noch nicht gehört, aber ist mir egal. Das ist egal, okay. Was soll's? Du, Franke. entweder du willst es oder du willst es nicht. Das stimmt. Ja, bauen wir um. Das ist überhaupt kein Problem, das ist unser Wagen. Ist sie mit, die Tochter, im Moment? Nee. Nein, die ist zu Hause bei Oma und Opa. Bei Oma und Opa. War es schon, schau. Das kenne ich. Ich habe genau so ein Ding zu Hause. Fertig. Da schläfst du wie... Oh, Super. super, oder? Das ist ja eine normale Matratze. Ich habe eine Riesenbitte. Du musst es noch einmal machen, weil das ist so gut, dass man es nochmal zeigen muss. Das ist rein. Das ist rein. Und das war mir eben total wichtig, weil ich habe keinen Bock lang rumzudoktern. Das geht mir sonst auf den Arsch. So, bitte nochmal raus. Ich weiß, aber das ist zu schön. Normalerweise kannst du hier auch deine Kissen noch verstauen. Achso, da ist noch ein Fach drin. Ja, genau. So. Kissen. So, da sind die Kissen drin. Das heißt, du könntest Bettzeug und Co. Kannst direkt alles bezogen, fix und fertig. Hier. Bett ist da. Schmeißt du einfach drauf. Ah, zeigen. Warte, ich habe so hartes Licht im Moment. Da drunter ist das Bett. Ja. Und da kann man dann nochmal liegen drauf. Das heißt, also jemand könnte da noch, ich sag mal, zum Beispiel die Tochter könnte hier, ihr könnt Fernsehen gucken drauf, längs. Ja. Ja. Und halt das Bett auch am Fenster. Und wenn du beides möchtest, dann hast du entweder ein Platzproblem und du musst es so riesig bauen, dass du nirgends mehr reinkommst. Oder du musst dir halt dann sowas überlegen, dass du sagst, okay, dann ist es halt nicht das typische Bett, wie normal verbaut ist, aber gut, was ist es in einem Wohnmobil typisch, sondern ist es eine Alternative. Also ich stelle mir das jetzt mal vor, zum Beispiel Sanremo, die haben so Plätze direkt am Meer. Das ist super. Super, gell? Ja, weil die Scheiben werden noch gedönt. Also die Folie ist schon da, aber es war jetzt zu kalt. Die klassische leichte Spiegelfolie drauf, dass man von Die außen reflektiert. nicht reinschauen kann. Weil dann kannst du halt schön bei Frühling bleiben, machst einfach die Jalousien, weil das ist jetzt so gemacht, dass die direkt runtergehen. Ah ja, okay. Die Terrasse bleibt abends offen. Bleibt offen. Das ist komplett zu, das andere noch runter und dann kann da niemand reinschauen. Und du hast trotzdem Luft Und ohne du hast Ende. trotzdem Luft und einfach rein. Toll. Also wenn dein Mann noch nicht geboren wäre, man müsste ihn erfinden. Oder ist das teilweise auf deinem Mist gewachsen? Nein, auf seinem. Auf seinem. Aber wir haben es miteinander alles ausgesucht. Also da machen wir immer alles zusammen. Der Grundriss waren, wie glaube ich, für das so typisch, früh um 1:30, 2 Flaschen Wein im Gesicht, ein Zeichenbrett, ein Stift, eine dumme Idee und dann ist es losgegangen. Sag mal, ihr hattet wahrscheinlich 2020 ein bisschen mehr Zeit wie sonst, oder? Ja, aber die Idee war schon vorher geboren eigentlich. Wir haben dann 2020 die Zeit genutzt. Also wir haben 2 gebaut, es gibt noch 1, Aha. aber ganz anders. Das ist ein 15 Tonnen Fahrgestell, ist noch einen Meter länger wie das. Genau, aus welchem Ort kommt der nochmal? Also Ich komme vorbei. Ich will das, also gut, auch irgendwann mal. Da kommst du zu uns in die Firma, da stehen beide. Da stehen beide, ja. Ich muss mir das angucken, denn ich hab im Saarland gibt es auch so einen verrückten Ausbauer, der hat auf Iveco 7,5 Tonner mit 3 Slideouts gebaut. Auch total geil. Ja. Gibt es im Video 400.000 Abrufe. Leute stehen total auf sowas. Ja, und also mein Kollege, der hat sein Hobby, sind so
ja, diese Buggies, wo man so Can-Am oder Polaris, Ja. der ist jetzt auch wieder unterwegs in Leipzig und macht da ein wenig auf der Strecke. Ganz anderes Konzept, also auch LKW, großer Koffer, aber mit Heckgarage, wo jetzt zum Beispiel der Buggy drin steht und davor das Wohnabteil. So Also was eingerichtet wie er das, wie es halt ihm gefällt, ist ja immer ein anderer Geschmack. Also was ich total toll finde, ist so dieses, es ist nichts vorprogrammiert von der Meinung, die man darüber hat. Du kannst hier überall stehen. Du bist am Campingplatz der Star, du bist hier bei Morello der Star, nein, die Leute feiern das Ding, wenn es hier steht, weil es eben anders ist, gell? Es kann sein, ja. Ich weiß nicht, ich passe nicht so auf, es interessieren sich viele, ja. Aber das ist doch Ja, ich bin jetzt nicht so, ja, wir sind in Franken, ich bin nicht der Feiertyp und so, ich bin der Geilste. Ich habe halt Bock drauf gehabt und habe es gebaut. Ja. So. Made in Ich hab's Germany. halt so gebaut, wie ich es halt einfach wollte. Made in Franken. So. Genau. Sag mal hier, die Franken haben es auch drauf mit Wohnmobilen. Das heißt, wenn du siehst, die Qualität von Morello ist auch gut. Gibt es auch Phoenix, Concorde, sind alle hier. Sind alle hier, ja. Ja, und es gibt tolle Firmen wie zum Beispiel Cube, ist so an der Grenze. Cube Fahrradladen, kennst du? Riesenfirma. Ja, klar, kenne ich. Aber habe ich leider nicht. Ich habe andere Fahrräder. Ja, ist ja egal. Ich wollte nur sagen, ich wollte jetzt eigentlich eine Lobeshymne auf Franken machen. Du hast mir die Pointe jetzt versaut. Ja, aber so bin ich. Also dafür bin ich total bekannt, dass ich das kann. Ganz kurz, wichtige Frage, sehr persönlich. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten willst. Ist Lieblingsbier? Oh, das ist schwierig, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich dir vor 10 Jahren leichter beantworten können. Vor 10 Jahren bin ich in die Main-Franken-Ecke gekommen, also nach Schwarzach runter, Kitzingen die Ecke, und habe sehr viele Weingüter und sehr viele Bekannte, wo wir jedes Wochenende sind im Sommer. Und da ist das Bier wirklich in den Hintergrund geraten. Momentan ist es das U aus Bamberg. Okay. AU. Umspulen. Ist aber so, ich war ja hier in einem normalen Markt, Getränkemarkt, da unten ist ja einer. Die haben 500 Biersorten Ja, gefühlt. klar. Es ist ja, also die Ecke, wenn du die fränkische Schweiz nimmst, ich weiß nicht, wie viele Brauereien es gibt. Also wie gesagt, es gibt ja zig Brauereien. Aber ich glaube, es gibt da keine schlechte. Sie jeder auf ihre Art und Weise nicht schlecht. So, jetzt haben wir draußen gesprochen über diese Konstruktion. Da hast du zu mir gesagt, darf ich. Hast du was vergessen? Was denn? Wo ist mein Klimaanlage? Wo ist denn die Klimaanlage? Ja, wo ist denn die Klimaanlage? Wo ist die Klimaanlage? Da. Da ist die Klimaanlage. Ah, wie im Hotel? Das, ja. Das Indirekt, kein Zug. Richtig. Hier Hier. und hier vorne. Ja. Das sind die Auslässe der. Das sind die Auslässe der Klimaanlage und die Klimaanlage ist unter das Substanz. Ich habe gelernt, bei einer Staukassenklimaanlage musst du oben unten haben. Anders geht's nicht. Ja, also wohl, ich weiß es nicht, ich habe noch keiner gehabt, das ist das gleiche wie mit der Toilette, den ganzen Mist. Ich habe es halt einfach mal gemacht. Wir haben noch keinen Sommer gehabt. Ja. Das ist die 3 kW Dometic. Die 3 kW Dometic 3000er. Unterflur. Ja. Wenn du mal kurz öffnest, geht das? Ich weiß nicht, also muss ich die ganzen... Nee, komm, ist gut. Ist gut. Also, nachgucken, also die 3 kW Unterflur-Klimaanlage kommt jetzt auch rein in meinen neuen, was kriege ich jetzt, ein Carbo oder HTZ. Da habe ich dann gesagt, will ich gern haben, weil auf dem Dach geht nicht. Weißt du warum? GFK-Dach geht nicht. Ja, es ist ja preislicher, fragt man. Das ist ja, muss man jetzt einmal, ja gut, sparen vielleicht nicht, aber es ist ja 3 kW Leistung, hat Heizleistung und ist ja das immer ganz irgendwie billiger wie die Dachklimaanlage. Vielleicht ist er schlechter. Sag ich dir nächstes Jahr um die gleiche Zeit, wenn wir noch Sommer rum haben. Ich weiß es nicht. Da kann ich noch nichts dazu sagen, weil es war bis jetzt immer Winter. Super, also du hast an alles gedacht, das ist schon mal gut. Du hast es selbst gebaut oder waren das Mitarbeiter von dir oder war es so eine Kooperation? Nein, also wie gesagt, die Idee war am Zeichenbrett. Durch die lange Kooperation mit einem, ja, das kann man da Schreinerei sagen, ist schwierig eigentlich ein Case-Bauer. Was? Achso, Flight Cases. Der Flight Cases baut. Ja. Und durch die Geschichten, dass wir für einen anderen renommierten Wohnmobilhersteller den Messestand bauen, wo er auch die Möbel... Für wen? Sag ruhig. Darf ich das sagen? Diesmal noch Bischof? Ich sag Bischof, ist nicht schlimm. Ja, ich sag ja noch. Und die Möbel kennen die meisten Leute bestimmt auf den Messestand. Der hat auch dieser Herr gemacht, der den Wohnmobilausbau gemacht hat. Er ist ein junger Typ. Wie alt ist der Maximilian? 30? Irgend sowas.
Ist 30, haben wir ziemlich große moderne Schreinerei, ist alles mit CAD-Programmen, wo du die Sachen direkt auf die Fräse schickst. Also kannst du übertragen. Du überträgst es praktisch auf die Säge, auf die Fräse und die fängt von alleine an. Und so einen Partner brauchst du, weil du brauchst hier nicht mit einem klassischen Schreinerbau anfangen. Also erstmal kannst du es dann, von der Zeit her wahrscheinlich dauert es ewig. Und du musst das noch haben, weil er hat auch den eigenen Metallbau dazu. Und so kannst du das dann alles vereinen, die Ausschnitte, die ganzen Beschläge, was du außen sehen hast, die Terrasse, die Geländer, das hat ja alles er gemacht. Ja, auch hier unten die Laufdinger, du musst das praktisch vor deinem geistigen Auge haben, wie muss sowas aussehen? Genau. Und dann musst du es planen, zeichnen, zwar trinken und bauen. Ganz wichtig sind die zwei trinken, sonst wird es nichts. Ja gut, das sind Franken hier, glaube ich, weil gut. Wenn du dir Gedanken machst, wir waren davor gestanden, hat er gesagt, ich schneide das Loch nicht in den Koffer. Ich gesagt, warum schneidest du das Loch nicht in den Koffer? Ja, was machen wir, wenn es nicht klappt? Ich gesagt, da denken wir jetzt nicht drüber nach, du holst ein Seidler Bier und dann schneiden wir das Loch da rein. Klar, weil er sagt, ja, du, der Koffer kostet ja mal richtig viel Geld. Jetzt werden wir das Loch neu schneiden und wir bringen unseren Plan nicht durch, aus irgendeinem Grund. Dann sagst du, Alter, du hast meinen Koffer kaputt gemacht. No risk, no fun. Ja, klar. Dann musst du halt ansetzen und dann geht's los. Ich zeige mal gerade hier vorne Airline-Schienen. Ja. Das ist, glaube ich, bei euch auch im Bau, im Messe. Was cool ist, ich bin... Airline ist LKW. Das sind die Zurösen im LKW. Hinten in den Ladeflächen drin. Oder in den Transporter. Also was mir direkt auffällt, ich bin jetzt hier auf deinem Belag. Du kennst den Hersteller vom Belag? Kannst du mir den nennen? Den kann ich dir echt nicht nennen, weil das jetzt... Weißt du nicht mehr? Na, der ist aus China. Der ist keine Ahnung. So toll. Der ist so toll und der ist so billig, dass es so geil ist. Der hat kostet für das ganze Ding 80 €. So. Und es sieht aus wie... Das sieht richtig geil aus, ne? Ja. Und es ist richtig warm. Es ist total warm, ja, stimmt. Sag mal, du hast mir erzählt... hier, da ist noch was. Zeig mal. Was ist da? Ja, das sind die Stühle für die Terrasse, die jetzt so unten stehen. Die sind hier drin. So ein kleines Detail. Stühle, Tisch, aber leider noch schmutzig. Also man sieht da den See. Ja, da geht es jetzt nicht drum. Ich muss auch sagen, warum der drin geblieben ist. Hat einen Grund. Ja, sag. Wenn hier ein Leck ist, hätte ich es sofort gesehen durch den ganzen Staub, wo das Wasser herkommt. Deswegen ist es noch nicht sauber gemacht. Gut, es gibt immer einen Grund in Franken, warum es nicht sauber ist. Gut, ne? Nicht gut. Aber schön ist hier unten die Dichtung. Das heißt, du kannst es natürlich auch betreiben, das ganze Ding, wenn es zu ist. Wenn du zum Beispiel irgendwo hältst und willst mal nicht alles ausbauen, geht. Na, du brauchst es überhaupt nicht aufmachen. Also das ist völlig egal. Ist dicht. Es ist komplett dicht. Oh, okay, da kann es gegenregnen, das spielt keine Rolle. Das passiert gar nichts, weil du hast ja die Scheibe innen drin auch noch. Ja, die ist auch noch zu. Ja. Das heißt auch Wärmedämmung, wenn ihr jetzt irgendwo in Skiurlaub fährt und sagt jetzt, okay. Wir waren über Silvester in der Schweiz gestanden mit offener Terrasse. Mit offener Terrasse? Mit offener Terrasse, die ganze Nacht. Könnt. Wir haben hier draußen gegessen, zu Silvester. Ist das so die Höhe, ist das okay? Weil hier in Franken trinken wir ja schon mal einen. Ja, das wäre so ein Gelände, so ein Alibi-Gelände außenrum. Ich meine, suffende Gehirschlangen hält es glaube ich nicht. Aber so von der Höhe ist das okay, oder? Ja. So, jetzt mal eine Frage. Darf ich das zeigen, wie es hochgeklappt wird? Weil du hast gesagt, du hast ein Patent. Warte mal kurz, ich hole mal die Schuhe weg, dann gehe ich auch mal raus. Ach komm, ich. Kurz mal runter. So, kurz die Schuhe runtergeschmissen. Hallo? Wir können das schnell weg. Das dauert nicht lang. Okay, warte mal kurz, ich gehe mal runter. Hast du deine Schuhe? Ja, ich habe die runtergeschmissen. Okay. Ich bin da unpragmatisch. Ich habe ja Fußbodenheizung im Morello. Also was? Das ist gar nicht schwer. Aber es ist warm, der Boden. Du machst hier locker. Ja, du machst da locker. Kannst ja mal auf die Uhr schauen, wie lange wir da brauchen. Ja, ich filme ja eh mit. Deswegen habe ich Digitalanzeige. Jetzt sind wir bei 53,05. Also 53,0 haben wir angefangen. Ihr müsst jetzt auch keinen Preis gewinnen. Na. Ach, Zusammenklapper. Ja, müsst ihr verstehen. Großes Kino, weil ich habe das gleiche mal gesehen. In einem Video hat auch einer alles gebaut. Der braucht aber eine halbe Stunde. Ja, sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Du hast total tolle Schuhe. Das muss ich ja mal sagen. Ne? Italien? Ja. Nein, ich bin total begeistert. Ich liebe ja diese Schuhe mit Reißverschluss. Du kommst super schnell rein und raus. Sind total schick. Super, ja. Sind die auch bequem? Super bequem. Richtig. So, komm. So. Ich wollte nur ablenken. So, dein Mann. Jetzt fängt er an mit den Schuhen. Ach, da drin ist wieder mal ein Rollladenmotor. Zwei. Zwecks der Sicherheit haben wir 2 drin. Zwecks der Sicherheit hat er 2. Und
Und es gibt ja nichts Unkaputtbareres wie diese Rollladenmotoren. Und die kriegst du überall. Ja. Es ist keine Sonderanfertigung, ist ganz normal aus einem Hausbau, sag ich mal so. So, und das ganze Airline-Zeugs hält ja für unglaubliche Belastungen. Die Gurte und die Aufnahmen sind für 2 Tonnen ausgelegt. Für 2 Tonnen. So, du hast wahrscheinlich eine Fernbedienung? Na, die habe ich nicht. Die hast du nicht. Da bin ich nicht der Freak dazu. So, jetzt fährt das Ding hoch. Die Füße können wir jetzt schnell rausdrehen, aber... Nee, brauchen wir nicht. Wasser. Würde gehen. So, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ist das krass? Ich feiere das so sehr. So, jetzt, wir haben angefangen bei 53,00. Wir sind 2 Minuten älter geworden. Das war's. Okay, nochmal raus. Silvia, gell? Isabel, wie komme ich denn auf Silvia? Ach, das war der letzte Dreh. Das war die Silvia. Aber ist das nicht toll, oder? Es ist total klasse, ja. Kein Aufwand, großartig und ratzfatz aufgebaut, ja. So, und schon fertig. Wie groß. War der Zeitaufwand okay? Ja, es waren, also bis es zu war, waren genau 2 Minuten. Und so war es wahrscheinlich auch geplant. Und du fährst die dann einfach wieder rein, die Bänder. Das heißt, nicht in der Gegend rum. Da sind sie nicht in der Gegend rum. Allein die Idee mit den Rollladenmotoren. Ich bin übrigens der König von Rollladenmotoren, weil ich habe, ich glaube, 20 Stück im Haus, die laufen kaputt gehen. Ah ja. Ja, klar, wenn die halt 20 Jahre alt sind, irgendwann gibt mal einer einen Geist auf und so. Die Dinger sind unkaputtbar, die kriegst du nicht kaputt. Ja, das Und die stimmt. kriegst du überall. Kriegst in jedem Baumarkt, kannst du dann aufrüsten. Ja, das ist richtig, das stimmt, ja. Und dann gibt es ja andere, die überlegen sich dann, ja, machen Kettenzug oder irgendwas ganz Hydraulisches oder nee, es geht viel einfacher. Das stimmt, das ist richtig. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Das ist alles Gewicht Gewicht. und kann kaputt gehen. Und so ein Rollladenmotor, den kriege ich sogar in Italien, wenn er 80 Euro. kaputt gehen sollte. Oder sonst irgendwo. Weil die gibt es auch einfach auf der ganzen Welt und dann musst du keine Sonderanfertigung. Ganz normaler Ladenmotor auf die Länge gekürzt, eingebaut, fertig. Boah, 56 Minuten. Aber die Zeit war notwendig, um zu zeigen, wie toll das Ganze durchdacht ist, liebe Isabel. Ja. So, klappt. So, damit ich das jetzt richtig verstehe, wenn jetzt einer kommt und das sieht und sagt, sowas will ich auch haben, du könntest sowas anfertigen. Ja, Würde gehen. ja, kein Problem. Kann alles haben. Vom Fahrgestell bis zum Aufbau, bis zum Ausbau. So, dann sag mal deinen vollen Vor- und Zunamen. Daniel Scheunert. Daniel Scheunert. So, jetzt zeige ich mal gerade. Nee, das brauchen wir nicht. Aber ich zeige nur mal gerade Petri. Also einfach mal googeln, Petri Event Konferenztechnik in. Rostal, Buchschwabach. Wie wird es geschrieben? Rostal mit scharfen S, wie man spricht. Okay, die Postleitzahl? 90574. 90574. Zwischen Nürnberg und Ansbach. Also wenn ich die 90574 und Petri eingebe bei Google, komme ich zu dir. Ja, du brauchst nur Petri Konferenztechnik eingeben, dann kommst du auch zu uns. Okay. Bei Google. Krass. So, hier haben wir noch einen Zuschauer. Darf ich dich mal kurz was fragen? Und wie fandest du es? Super, ich kenne es ja schon ein paar Tage. Du kennst es schon. Ein paar Tage, ja. Okay. Guck mal, wir haben den 27. Februar und du liegst hier so, als würdest du irgendwie auf der Hüttenalm. So ähnlich. Es fühlt sich so ähnlich an. Jetzt brauche ich ja Bier, hat er gesagt. So, komm, ich mach Schluss. Vielen Dank euch gerne. beiden. Ich bin ganz begeistert, ja, ganz ehrlich. Und ich liebe das auch, wie dieser Platz für die Tochter da in der Ecke. Das wäre direkt mein Platz. Aber ich denke, wenn die Tochter nicht da ist, ihr schlaft schon hinten im Bett, dann Ja, Ja, dann? uns jetzt hoffen schon. Ja, werden wir uns nicht zoffen. läuft. So, und jetzt läuft es auch mit dem Bier. Bis dann. Tschüss. Ciao.